Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man eine andere Art von Origami-Tasche näht. Ihr braucht zwei verschiedene Stoffe, einen Außenstoff und einen Innenstoff. Ich nehme dieses Mal für den Außenstoff einen Kordstoff, passend zur Jahreszeit. Ihr könnt aber auch einen Baumwollstoff nehmen. Dann braucht ihr noch zwei Streifen für die Henkel. Ich habe die Stoffe schon zugeschnitten. Die Maße sind 72 x 72 cm und die Henkel sind 55 cm lang und 6 cm breit. Jetzt lege ich den Stoff einmal auf die Mitte zusammen mit der rechten Seite innen und gleich noch einmal. Und dann bügele ich mir die Kanten ab und das gleiche mache ich auch mit dem Innenstoff. Einmal und noch einmal. Jetzt klappe ich den Stoff einmal auf und messe von der offenen Ecke 16 cm an beiden Seiten und markiere es. Und an beiden Ecken. Dann wende ich den Stoff und markiere mir wieder die offenen Ecken. Jetzt lege ich mir den Stoff mit der rechten Seite nach oben und offen hin und schlage alle 4 Ecken nach innen in die Mitte. Und dann stecke ich die Kanten von der Markierung nach außen zusammen, so dass oben die Ecken schön aufeinander liegen. An der Markierung stecke ich mir eine Nadel und dann stecke ich mir die Kanten nach außen zusammen. Das gleiche an allen 4 Kanten. Und jetzt geht es an die Nähmaschine und nähe die Kanten wie gesteckt an beiden Teilen zusammen. Jetzt nähe ich die Kanten zusammen, 1 cm breit, und fange genau an der Markierung an. Am Anfang und am Ende die Naht verriegeln. So sieht unser Teil zusammengenäht aus. Als nächstes bügele ich die Kanten auseinander, aber zuerst nähen wir auch das Futter. Wichtig ist, genau an der Markierung anzufangen und die Naht am Anfang und am Ende verriegeln. Jetzt bügele ich alle Nähte auseinander. Und so sieht unser Teil jetzt aus. Für die Form der Tasche werden die Ecken abgenäht und die markiere ich jetzt. Ich messe hier 22 cm und von der Mitte, von der Naht, 11 cm nach rechts und 11 cm nach links. Markiere es mit Kreide und stecke es. Das gleiche an allen 4 Ecken.
Das gleiche machen wir am Innenstoff. Und jetzt nähen wir alle 4 Ecken an beiden Teilen, wie markiert. Am Anfang und am Ende verriegel ich die Naht. Jetzt bügele ich die Henkel vor. Die seitlichen Kanten je 1 cm einbügeln. Und dann auf die Mitte. Beide Henkel. Jetzt steppe ich die Henkel schmalkantig ab und zuerst die offene, umgebügelte Kante. Ich steppe beide Kanten ab. Jetzt nehme ich das Innenteil, schlage alle 4 Ecken von der Mitte nach außen und stecke mir die Henkel an den nebeneinander liegenden Ecken fest, so dass die Enden an der Kante anstoßen und ein kleines Dreieck entsteht. Und dann nähe ich den Henkel 1 cm breit fest. So sieht das aus. An allen 4 Ecken nähe ich jetzt den Henkel an. Das Innenteil bleibt links und das Außenteil wende ich auf die rechte Seite. Dann stecke ich das Außenteil in das Innenteil, sodass die Ecken aufeinander passen. Wichtig ist auch, dass der Henkel innen zwischen den 2 Teilen liegt, dass er uns beim Nähen nachher nicht stört. Jetzt stecke ich die Ecken aufeinander. Und die Kanten zusammen. Jetzt nähe ich die 2 Teile zusammen und wichtig ist, dass die 2 Nähte hier aufeinander liegen. Ich stecke mir eine Nadel, sodass nichts verrutschen kann. An einer Kante lasse ich eine Öffnung, ungefähr 10 cm lang, um die Tasche zum Wenden. Die markiere ich mir jetzt, dass ich es nicht vergesse. Nähe bis zur Markierung und von der Markierung. Fange genau da an, wo die Naht aufhört. Verriegel die Naht. Ich nähe jetzt 1 cm breit. Hier lasse ich meine Wendeöffnung. Nähe bis zum Henkel, über den Henkel. Den verfestige ich, indem ich 2-3 Mal drüber nähe.
Und dann nähe ich weiter genau bis zur Naht. Und fange gegenüber gleich wieder an und nähe weiter. Jetzt ziehe ich die zwei Teile auseinander und lege die abgenähten Ecken aufeinander und nähe die Ecken zusammen, stecke die zuerst und nähe genau an der Naht die Ecke nochmal ab, so dass ich die zwei Teile zusammennähe. Alle 4 Ecken. Jetzt habe ich alle 4 Ecken und die 2 Stoffteile aufeinander zusammengenäht. Dann wende ich die Tasche an der Wendeöffnung. Die müsst ihr euch suchen. Forme die Ecken. Und steppe die Kante ringsherum schmal ab und die Wendeöffnung gleich zu. Die Nahtzugabe nach innen. Ihr könnt euch die Kanten vorbügeln oder wie ich mit den Fingern einfach ein bisschen glatt drücken. Und jetzt steppe ich die Kanten ringsherum schmalkantig ab. Hier ist meine Wendeöffnung, die nähe ich gleich zu. Und fertig ist unsere Tasche.